4 Namen, 4 Frauen. Sie alle waren erfolgreiche Künstlerinnen in den 20er Jahren in Frankfurt und international. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird ihre Karriere beendet. Zurück ins Licht holt sie wieder an die Öffentlichkeit und widmet jeder Einzelnen einen Raum. 1890 kommt Anna Pinner in Frankfurt auf die Welt. Sie wächst auf in einer gutbürgerlichen jüdischen Familie. Mit 17 Jahren geht sie an das Städtische Kunstinstitut, um Kunst zu studieren. Im Dachgeschoss ihres Elternhauses in der Bockenheimer Landstraße richtet sie sich ihr Atelier ein. Bereits ein Jahr später geht sie nach Berlin, um bei Lovis Corinth Malerei zu studieren. Mit 20 Jahren reist sie nach Paris, um dort bei den Künstlern Félix Vallotton, Paul Cerisier und Maurice Denis zu studieren. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 kehrt sie nach Frankfurt zurück. 1916 begegnet Anna Pinner dem Schriftsteller Casimir Edschmid. Zusammen mit ihm wird sie eine private und berufliche Verbindung eingehen. Dabei entsprach die weltmännische Anna Pinner ganz dem Modell der neuen Frau. Zusammen mit Casimir Edschmid bereisen sie Europa, den Nahen Osten, Afrika und Südamerika. Auf diesen Reisen ist Anna Pinner Autorin, Zeichnerin und Fotografin. Es entstehen 2 Bücher, Ich reise durch die Welt und Eine Dame in Griechenland. Wenn auch Anna Pinner in ihren Zeichnungen der Menschen, die sie besucht in außereuropäischen Ländern, einen weitaus typischen, kategorisierenden Blick einnimmt, so zeigen auch porträthafte Darstellungen von Frauen mit Kindern, dass sie eine weitaus empathischere Haltung auch einnehmen konnte. Ein weiteres dominantes Thema neben ihren Reisebildern waren die Tierzeichnungen. Hier entwickelte Anna Pinner einen ganz besonderen Stil und machte sie zu einer sehr gefragten Illustratorin. Bereits 1926 stellte sie in der Galerie Flechtheim und Gahnweiler ihre Zeichnungen aus. Ihre Tierzeichnungen sind auch in ihren Reisebüchern Ich reise durch die Welt und Eine Dame in Griechenland zu sehen, wie zum Beispiel das Steppenzebra oder der Elefant. Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten verschlechtert sich zunehmend Anna Pinners Leben und Arbeit. 1935 entschließt sie sich, Deutschland zu verlassen und geht nach London. 1939 folgt ihr ihre verwitwete Mutter. Ihr Partner Casimir Edschmid entscheidet sich, in Deutschland zu bleiben. Anna Pinner findet in Hampstead in einem Neubau eine kleine Wohnung. Sie wird weiterhin Tiere zeichnen, aber sie wird nie wieder weite Reisen unternehmen, um diese in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Sie besucht Zoos, Archive und Bibliotheken und verwendet eigene Zeichnungen, die sie aus Frankfurt mitgenommen hat, um ihre Zeichnungen vorzubereiten. Die Begegnung mit Julian Huxley, dem Generalsekretär der Zoological Society of London und Direktor des Londoner Zoos, öffnet ihr weitere Türen. Bereits 1936 erscheinen ihre Illustrationen in dem Buch Animal Favorites. Insgesamt 32 Publikationen erscheinen nach ihrer Emigration in London. Anna Pinner wird bis ins hohe Alter mit 90 Jahren weiterhin publizieren. Sie schreibt auch für die Naturwissenschaftliche Zeitung Stuttgart. Mit 97 Jahren, 1987, stirbt Anna Pinner in London.